Anaconda Dreams. Hallo, ich bin Sophia und hinter mir ist meine süße Kaya, die zu mir gekommen ist, obwohl auch der Hund auf dem Sofa ist. Ich hole sie mir mal. Perfekt. So, meine kleine Kaya. Und ich möchte euch zeigen, wie sie aufgewacht ist. Die allerersten Anzeichen von Aktivität, die sie mir gezeigt hat. Zum ersten Mal entdeckte ich es nachts, ganz zufällig, als ich was im Wohnzimmer vergessen hatte, geholt habe und dachte, ist da nicht was im Terrarium? Und tatsächlich, es war ein Pythonköpflein, das aus ihrem Loch lauerte. Erstmals nur nachts, bis irgendwann. Mein Schlänglein lässt sich seit neuestem manchmal dazu heran, tagsüber zu lauern. Ich zoome mal, statt noch näher ranzugehen, um sie nicht zu erschrecken. Da guckt das kleine Köpfchen. Ganz aktiv ist mein Kajalein. Jetzt guckt sie etwas schiel aus dem Loch raus. Ja, da ist das Köpfchen. Da hat jemand irgendwie gerade Interesse an der Umwelt. Könntest dich raustrauen, mein Mädchen. Ich hole dich auch nicht raus, versprochen. Du wirst nicht gehändelt. Und die Zeit kam wirklich, dass, wenn man darauf achtete, man hier und da etwas sah im Terrarium. Der Grund dieser Aktivität ist bei meiner Schlange ein ganz einfacher. Spätestens bei der 3. Fütterung zeigte sie mir, wessen Geistes Kind sie ist. Es gibt etwas, womit man meine Schlange garantiert hinterm Zaun hervorlocken kann. Das ist übrigens auch so geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr von euren Eltern diesen doofen Spruch mal kannte. Zum Beispiel, wenn man mal das Gleiche wollte wie alle anderen, aber man durfte die Fernsehserie nicht gucken oder keine Barbies. Oder alle hatten einen coolen Ranzen, nur man selber nicht. Und dann hat man ja als Kind immer gesagt, ja, aber alle anderen haben das auch. Und dann bekam man die bescheuerte Antwort, ja, und wenn sich alle anderen von einer Klippe stürzen, heißt das, dass du dich auch von einer Klippe stürzen musst. Tja, und genau so sieht Kaya das auch. Und wenn alle anderen Königspythons weltweit Futter verweigern, heißt es, dass ich Futter verweigern muss? Ich nicht. Nö. Kaya kann immer fressen, tendiert generell jetzt auch bei adulten Mäusen zur Zweitmaus, weil eine füllt gerade mal einen hohlen Zahn und das gerne täglich, zweitäglich, alle 3 Tage spätestens. Gibt man ihr das nicht, fing sie an, Penetrantes zu lauern und heutzutage platziert sie sich hinter der Scheibe, um rausgelassen zu werden und sucht Mäuse. Das zeige ich euch aber beim nächsten Mal. Riechst du die Maus? Schutzt du mal jetzt ganz gut, hä? Pass mal auf. So. Damals habe ich noch Springer verfüttert, also kleine Mäuse. Also ich habe ja manchmal den Verdacht, dass sie sich bei der Fütterung mit der ersten Maus so angestellt hat, weil sie sich überlegt hat, ob ich das ernst meine. Mit dieser mickrigen Maus, die füllt ja wohl einen hohlen Zahn. Ja, Mensch, Kaya, die Maus läuft bei dir schon rum. Nee, nicht die Pinzette. Nicht meine Hand. Da ist die Maus. Nee, also Kaya, du bist doch bekloppt. Die Maus ist in deinem Käfig. Nicht die Kamera. Da. Also.
Na, bitte. Du bist noch immer in Angriffsstellung. Was willst du noch, Rainer? Also wenn ich jetzt Kaya nicht missverstehe, könnte es sein, dass sie noch immer hungrig ist. Ich biete ihr jetzt noch eine zweite Maus an. Oder nicht? Das Köpfchen wieder. Ich glaube, die ist noch nicht fertig. Kaya war so hungrig, dass sie noch eine zweite wollte. Unfassbar. Oh, die macht aber. Jetzt geht sie pennen. Die hatte einfach richtigen Hunger. Na Kajalein, du wirst doch nicht noch eine dritte Maus essen wollen. Kaya, ich bin besorgt. Willst du jetzt nicht mal Verdauungsschläfchen machen? 2 Mäuse hast du gegessen. 2. Wartest du jetzt wirklich auf noch eine dritte? Es ist nicht zu fassen, ich kann es nicht glauben. Kaya hat die dritte Maus jetzt auch noch geschnappt. Bump. Für so eine Perspektive lauert man doch gerne. Auf vielfältige Art und Weise. Albernes Minimädchen, hm? Es ist doch lustiger, als ich dachte. Kaya ist einmal ganz rumgeklettert und wenn man jetzt hier drauf achtet, sieht man ein albernes Schlangenköpfchen. Das züngelt ja sogar, das alberne Köpfchen. Na no. Was ist denn hier für eine Aktivität? Vielleicht verspricht sich ja Kaya eine zweite Maus. Weil dieses Züngeln ist eigentlich ein aufgeregtes Züngeln. Das ist eigentlich das hier wird was zu fressen Züngeln, wenn man ganz ehrlich ist. Und das ist eine deutliche Lauerhaltung. Ich glaube, meine Kaya befindet sich in Angriffsstellung. Da macht sich der Schlangenkopf wieder gemütlich. Na, werden wir sehen.
Wenn die Schlange penetrant lauert, wird meistens von mir eine weitere Maus serviert. Auch wenn die Fresserei vielleicht ein wenig auf die Figur schlägt. Jetzt guckt euch das an. Mankajerlein lässt sich in voller Pracht herab, tagsüber durch die Gegend zu kriechen, ob die mir irgendwie ein Geburtstagsgeschenk machen will. Ich traue mich gar nicht ran, ich will sie ja nicht stören, ich will sie extrem ermutigen, sowas in Zukunft weiterhin zu tun. Sichtbar. Ah ja, sie kriecht halt nur in Versteck Nummer 2. Die Ansprüche darf man natürlich nicht zu hoch setzen. Hier wird nämlich gerade schon ein Maximum an Schlangenaktivität erreicht. Ne? Das muss auch klar sein. Die bewegt ja die Wasserschüssel. Ich lache mich tot, du wirst so fett für dein Lieblingsversteck. Tja, das hat Bond davon, wie man fette Mäuse frisst und sich nicht bewegt. Manche Lauerhaltungen sind regelrecht albern. Wieso hängt jetzt nach rechts der Kopf und nach links der Schwanz? Findest du das gut? Was, wenn jetzt ein komischer Fressfeind vorbeikommt und dir den Schwanz abbeißt? Was dann? Was machst du denn da für Blödsinn, Kaya? Du bist doch total, du machst nur Quatsch. Was soll denn das? Der Schwanz schwebt da über dem Boden? Oder wie kann sowas gemütlich sein, ha? Weißt du, wie doof du aussiehst? Mein Mini-Mädchen hat angefangen, Neugier zu entwickeln. Ja, wenn man zu viel rumrennt, dann muss sie immer mal nachgucken gehen. Ich befürchte, sie hat Hunger. Und ich darf sie nicht füttern. Die Tierärztin hat gesagt, ich soll sie mal besser bis Dienstag gar nicht füttern. Heute ist es Freitag. Weil sie will einen Rachenabstrich machen. Und das kann dazu führen, dass sie die Maus wieder erbricht, wenn ich sie zu nah vorher füttere. Darum kommt sie jetzt erstmal auf Diät. Aber ich glaube, sie würde, wie immer, sie ist ja eine gierige, eine kleine hungrige Schlange, sie würde durchaus essen. Das sehe ich schon an dieser Haltung. Das ist nämlich schon eine eindeutige Lauerhaltung. Sie hing gestern auch hinter der Glasscheibe. Das kann sogar sein, dass es mir gilt, weil sie weiß, dass ich Mäuse habe und per Pinzette anliefere. Und das kann durchaus eine Aufforderung sein. Also wenn das Köpfchen plötzlich lauert, weil man so viel trampelt oder sowas, das finde ich schon immer sehr niedlich. Da kommt aber doch wieder. Also ich finde, besonders zum Schießen sieht das aus, wenn man von hier aus so frontal guckt auf die Wasserschale und dann da hinten diesen albernen Schlangenkopf rausgucken sieht. Das sieht doch zum Schießen aus. Ja, ich laufe ihrer Meinung nach gerade ein bisschen viel rum, so vibriert der Boden. Und natürlich prompt muss sie dann auch mal nachgucken kommen, was denn hier so geht. Jetzt ist aber ganz neugierig, ja? Du bist aber richtig neugierig. Ich glaube, du hast nämlich Hunger. Der hängt im Magen zwischen den Schuppen. Na? Hallo, Maus. Was ich auch immer so herrlich finde, ist dieses kleine Mündchen, wo die Zunge rauskommt. Das ist immer so ein süßes, niedliches, rundes Loch. Die Schlange sieht man so ein bisschen. Hallo. Hallo Schlänglein.